Herzlich willkommen zu dem Bibelkurs über das Hohelied. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir vertrauen, dass Gott wirklich Wahrheiten, biblische Offenbarung freisetzt in dein Leben und dass es hilft dir weiter und weiter auf die Stufen der Herrlichkeit in einer Fülle in Christus, in einer reife Prozess, in die volle Dimensionen der Herrlichkeit, die es gibt in Gott. Es lohnt sich wirklich mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Sinn und ganzer Kraft, Jesus zu lieben und dabei zu sein, weil der Plan, den Preis nach oben, ist so gewaltig. Nichts auf dieser Erde vergleicht mit das. Und so ich freue mich, dass ich diese Gelegenheit habe, von meinem eigenen Leben etwas zu teilen und auch durch das Wort Gottes. Ich versuche in diesem Bibelkurs dir Wahrheiten zu geben, die ich persönlich erlebt habe, ganz viele Jahre. Und ich hoffe, es macht einen Unterschied und dass du auch geistlich Schätze und Juwelen in dir hast und so die Reichtümer in Christus mehr und mehr erkennst und erfasst und besitzt. Und jetzt wollen wir weiter und wir sind immer noch, der König hat mich in seine Königskammer oder in seine Gemächern, in seine Privatwohnung, in seine Gegenwart hineingeführt. Und dann, sie hat diese 3 Offenbarungen dort. Er ist der König. Und die letzte Clip haben wir gesehen, ich bin schwarz, doch anmutig. Und dann, sie hat gesagt, seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meine Muttersöhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Manchmal, wenn wir uns erst bekehrt, wir haben so eine Eifer für Gott, wir haben so ein Verlangen, alles zu tun. Und diese Seele wurde von den Muttersöhnen, sodass es andere Geschwister um uns herum oder in die Gemeinde, wo wir gehen, haben sehr viel Aktivitäten und sehr viel Arbeit auf diese oder auf uns gelegt. Und wir sind fleißig dabei, mit aller unserer eigenen Kraft Gott zu dienen. Und sie hat gesehen, sie hat wirklich anderen gedient, sie hat anderen sehr viel gewirkt, aber sie hat ihren eigenen Weinberg, ihr eigener Garten in ihrer Seele, das eigene Reich Gottes in uns. Jeder von uns hat einen Garten der Seele, wo Gott Verwandlung und Herrlichkeit in uns hineinbringen möchte, verwandeln möchte. Und das hat sie völlig vernachlässigt. Und ich denke, wir können sehen von diesen Gedanken sehr viel Wahrheit, die uns helfen, fruchtbar zu sein, mit echter Frucht, die bleibt. Mit Frucht, die wirklich Gott verherrlicht und bleibende Werke und bleibende Qualität, das aus unserem Leben kommt. Und so, wir können wirklich die Geschichte von Maria und Martha genau in diesen Platz schauen. Und wir kennen alle diese Geschichte von Martha und Maria. Und ich behaupte, dass jeder von uns muss ein Maria sein und ein Martha und dass das Geschichte geht über Prioritäten in unser Leben und nicht, ob ich nur Maria bin oder nur Martha. Wir sollen anbeten, Beziehung mit Gott pflegen, wir sollen Identität in Christus haben, wir sollen aus der Fülle doch dienen. Und die Problem mit Martha war, sie hat Dienst an die erste Stelle.
Sie war aktiv, sie war wirklich bestimmt ein sehr strebsamer Managerin-Typ, alle perfektionistisch. Sie hat gearbeitet, aber sie hat etwas Wichtiges, Notwendiges vernachlässigt. Und hier ist so ein wichtiger Gedanke. Und ich lese nicht alles, aber ich lese, Maria hat sich gesetzt zu die Füßen Jesus, niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Beschäftigt. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmerst du es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, sie hat sogar Jesus kommandiert, sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, eins ist wesentlich, eins ist notwendig, damit wir ein freudevoller, fruchtbarer Dienst und Leben haben. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Was Maria erwählt hat, war zu sitzen zu Jesu Füßen, niedersetzte, ein Ort der Ruhe. Und das war auch ein Ort der Jüngerschaft. Jesus war dieser Rabbi, die überall ging und hatte seine Jünger. Maria, auch als Frau, das ist auch eine Offenbarung, war erlaubt, in seiner Schule, in seiner wirklich Jüngerschaft zu sein. Und sie nahm diesen Platz zu seinen Füßen, das bedeutet seine Herrschaft, das bedeutet in seiner Schule, das bedeutet, sie hörte, was er sagte. Sie hat ihr Ohr geneigt. Sie hat wirklich dann Offenbarung, weil wir lesen, Maria hat einen guten Teil erwählt und es wird nicht von ihr genommen werden. Was du hörst in diesem Platz mit Gott, wenn du mit Gott hörst, was er zu dir sagt und du hörst seine Worte, das bringt bleibende Kraft, bleibende Frucht, das wird nie von dir genommen werden, das wirst du nie vergessen, was Gott zu dir spricht und dann du sammelst Schätze der Wahrheiten und Worte Gottes und dann du hast Überfluss zu geben. Der Dienst ist eigentlich, die Bibel sagt, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit man Leben hat und Leben im Überfluss. Das bedeutet, du hast so viel Leben, mehr als genug, was du selber brauchst. Du hast genug weiterzugeben. Und so für eine kraftvolle, fruchtbare, bleibende, wirksame Dienst, da müssen wir erst die Priorität haben, wirklich zu die Füße Jesus zu sitzen und diesen Platz zu finden. Und wir müssen die Garten unserer Seele bewässern. Wir müssen den Garten alle Wurzeln. Wir müssen erlauben, dass wirklich Jesus nimmt zu und dass wir kommen aus dieser Ruhe, aus dieser Kraft, aus dieser Salbung. Das ist, wo wir salben, das ist, wo wir sammeln. Und dann gehen wir nach außen und wir werden nicht ermatten und wir werden laufen und wir werden weitergehen können. Und immer in einer vollen Kraft. Maria hat einen guten Teil erwählt. Und das ist etwas, was du auch erwählen kannst. Dass du deine Beziehung mit Gott pflegst. Dass es an die erste Stelle Priorität ist. Ich bin auch Mutter von 3 Kindern. Ich habe auch in einer Bibelschule, Glaubenszentrum, 27 Jahre gearbeitet. Ich hatte sehr viel zu tun. Und ich wusste, ich wollte die Freude am Herrn nie verlieren. Ich könnte nicht nur ein Sklave sein und Gott aktiv dienen. Ich bin auch ein Typ, der sehr viel innerliche Kraft und Liebe brauche. Ich habe immer diese Beziehung in mein Leben praktiziert. Sogar
mit alle 3 Kindern. Ich habe immer früher aufgestanden. Einfach diese Zeit, während den Tag oder wie immer. Jeder kann das selber, wie das passt, wie das kommt, wie das Leben bringt. Aber diese Beziehung wirklich zu pflegen. Ich möchte ein bisschen über Martha sprechen. Das Wort besorgt bedeutet, durch viele Sorgen zerrissen. Es bedeutet, man ist wirklich in verschiedene Richtungen getrieben. Es bedeutet, die Seele ist unruhig oder doppelherzig und es kann sogar bedeuten, im Kreise gehen. Oder vielleicht könnte man sagen, diese religiöse Karussell. Oder eine religiöse Hamsterrad. Und weißt du, wenn man Dienst oder die Dringlichkeit von den Nöten von Menschen an die erste Stelle hast und nicht lernt, die Verantwortung für deinen eigenen Garten zu nehmen, das kann wirklich zu einer Burnout führen. Man trifft viele Menschen in der Welt heutzutage, aber auch viele Christen, die Burnout-Syndrom haben. Oder das kann sogar führen zu einer Midlife-Crisis. Das kann auch zum Guten wirken, weil man muss dann wirklich lernen, was ist Priorität, was ist wesentlich, was brauche ich, damit ich immer geben kann. Ich muss genauso viel meinen Tank erfüllen. Ich muss genauso viel, meine Identität ist nicht dem Dienst, meine Identität ist, wer ich bin, nicht was ich tue. Ich bin sein Kind. Ich bin eine Königin und Priester. Ich bin wirklich vereint mit dem König. Ich bin wertvoll. Ich bin geliebt und angenehm, auch wenn ich nichts tue. Das ist, wer ich bin. Und so, diese Sache, meine eigene Weinberg, habe ich nicht gehütet. Es ist eine ganz wichtige Offenbarung, weil wir werden sehen in die nächsten Videoclips, wie diese Person aufblüht mit so viel Kraft in dem Heiligen Geist. Und so, Martha war besorgt, geladen, beladen. Sie war sogar kritiksüchtig auf anderen. Sie tun nicht so viel wie ich. Ich mag alles und sie lassen mich alles alleine, Gott. Ja, das ist dieser Kreis, das offenbart. Du brauchst Jesus, du brauchst das für ihn zu tun. Du brauchst nur wirklich zu tun, was er für dich vorbereitet hat. Und so, ich möchte auch einen Gedanken hier sagen. Ich habe einen Film geschaut mal über ein Pferd, ein Pferdefilm. Und der Pferd, du weißt, wie man Pferde trainiert, sie gehen immer in diese Kreis. Und dieser Pferd war wirklich geboren als ein Gewinner, aber er war so trainiert, nur in Kreise zu gehen. Und einer von den Trainers hat gesagt, er ist so lange in Kreise gegangen, er hat vergessen, was das bedeutet, ein Pferd zu sein. Und dann haben sie dieses Pferd in eine ganz weite Land mit Wäldern und Wiesen gebracht, mit einem Reiter. Und der Trainer hat gesagt, lass ihn einfach los. Und das Pferd, er laufte und laufte und laufte und laufte und laufte und laufte. Sie waren Stunden da, bis das Pferd zurückkam. Und das brauchen wir alle, dass wir in der Freiheit, dass wir in das Joch mit Jesus, dass wir wissen, das ist wesentlich, dass unser geistliche Leben auf der höchsten Ebene ist, dass wir bleiben in Christus, dass wir abhängig sind auf ihm und wissen wirklich, wir können nichts tun ohne ihn. Jemand hat gesagt, wir können ganz viel tun ohne ihn, aber nichts Ewiges und nichts Bleibendes. Aber wir können nichts Bleibendes tun
nicht Ewiges ohne ihn. Wir sind wirklich abhängig auf seine Stimme, auf sein lebendiges, tägliches Brot und Luft. Und ich möchte auch schließen mit noch einer Geschichte aus der Bibel. Ich liebe die Bibel, weil für mich das spricht und zeigt uns so viel, wie Gott denkt und was alles gibt für uns und die ganzen Sachen, die ihr weiß. Und das Sendschreiben an Epheser in das Buch Offenbarung. Epheser Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus, war die wirklich von allen Gemeinden, die Paulus gegründet hat, das war der hohe Punkt an Wahrheiten und Liebe und Herrlichkeit. Der Epheserbrief ist die Alpen der Neuen Testament. Es ist die höchste Spitze. Und die erste Gemeinde, wo Jesus wandelt als die verherrlichte hohe Priester mitten in den 7 goldenen Lampen. Und Ephesus ist die erste. Ephesus bedeutet meine Liebling, meine Ersehnte. Und hier sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren. Ich kenne, dass du das Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft sind, die Apostel nennen und es nicht sind. Du hast Ausharren. Du hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ich meine, wir müssen doch unseren Hut aufnehmen zu dieser Gemeinde. Aber etwas war nicht da, das ganz wichtig ist zu Gott. Und Jesus hat gesagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast oder dass du mich, deine erste Liebe, deine erste Priorität vernachlässigt hast. Du hast an mein Werk gedacht, du warst beschäftigt. Es ist wie eine Ehe, wo man lebt, man macht seine Arbeit, sie kocht, sie tut alles, er geht zu arbeiten, aber die haben die Kommunikation, die Beziehung, den Miteinander, sie sind auseinander gelebt. Beziehung, Intimität, innige Leben ist so, so wichtig. Du hast mich oder du hast die erste Liebe, wie du am Anfang, wie du mich geliebt hast. Und Epheserbrief, wie gesagt, lese Epheser 3. Das ist die Höhe, Tiefe, Breite und Länge der Liebe Christi. Das ist, wo die Braut- und Bräutigam-Lehre von Paulus hervorkommt. Und dann er sagt, denke nun daran, von welcher Höhe du gefallen bist. Ich möchte hier nur sagen, Leiter, Mitarbeiter in dem Leib Christi, wenn unser geistliches Niveau wirklich gefallen ist. Wir sind gefallen und tun es nicht aus Liebe, tun es nur, was immer, aus eigener Kraft, weil wir müssen, weil es Pflicht ist oder was. Und wir fallen. Deswegen sind die Leute, denen wir dienen, haben auch eine niedrige geistliche Niveau. Und so, die Braut Christi ist hundertfältige Frucht und siegreich und ernährt sogar Nationen mit Jesus. Wir haben Dimensionen in Gott, die so großartig sind, aber lass uns mit ihm zusammenlaufen. Lass uns wirklich erstmal unseren eigenen Weinberg hüten. Das ist nicht selbstsüchtig. Das ist wirklich eigentlich denken an anders, weil du willst die anderen etwas Wertvolles geben. Und ja, wir werden sehen, wie diese Brautseele weiterentwickelt. Aber erstmal, sie kommt zu dieser Offenbarung
Sie braucht mehr von Gott.